Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in den USA. Der 8-jährige Keenan saß ahnungslos in einer kleinen Wohnung am Küchentisch und wartete auf seine Mutter. Sie war alleinerziehend, hatte 2 Jobs und kämpfte jeden Tag darum, über die Runden zu kommen. An diesem Tag wirkte sie besonders müde, und Keenan spürte, dass etwas nicht stimmte. Jennifer setzte sich schweigend zu ihrem Sohn und sah ihn an. Ihr Blick verriet, dass es ihr schwer fiel, ihm die Wahrheit zu sagen. Es würde das bisschen Frieden, das er hatte, zerstören und sein junges Leben auf den Kopf stellen. Keenan, begann sie, du musst jetzt tapfer sein. Ich habe dir etwas zu sagen. Die Sorge in seinem Gesicht wuchs. Es brach ihr das Herz. Denn er hatte bereits so viel durchgemacht, seit sein Vater sie verlassen hatte. Jennifer erzählte ihm von den letzten 3 Wochen, von Arztbesuchen und Testergebnissen. Die Diagnose war niederschmetternd. Sie hatte Brustkrebs. Und die Prognosen waren düster. Laut ihrem Arzt hatte sie höchstens noch 6 Monate zu leben. Als die harte Wahrheit ans Licht kam, sah Jennifer, wie sich Keenans Gesicht verzog. Tränen stiegen in seine Augen. Doch er wischte sie entschlossen weg. Jennifer drückte seine Hand und versprach zu kämpfen. Doch die teuren Behandlungen und Medikamente, kombiniert mit weniger Arbeitsstunden, würden finanzielle Herausforderungen bedeuten. In diesem Moment konnte Jennifer ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Keenans Verhalten änderte sich. Er setzte sein tapferes Gesicht auf und wirkte plötzlich viel älter. Er wollte seiner Mutter zeigen, dass er hinter ihr stand und alles tun würde, um ihr zu helfen. Tief in ihrem Herzen wusste Jennifer jedoch, dass es diesmal nicht besser werden würde. Aber es gab noch mehr zu berichten. Die finanziellen Schwierigkeiten würden auch ihre Weihnachtspläne beeinträchtigen. 1 Jahr lang hatte sie darauf hingearbeitet, Keenan das schönste Weihnachten zu bereiten, das er jemals erlebt hatte. Doch nun schien dieses Vorhaben in Gefahr. Keenan schenkte ihr ein schwaches Lächeln. Das macht nichts, Mama, sagte er. Dann machen wir das eben nächstes Jahr. Jennifer wusste nicht, wie sie es ihm sagen sollte. Ein nächstes Weihnachten würde es für die beiden vermutlich nicht geben. In seinem Zimmer tobten Keenans Gedanken wie eine Achterbahn. Der Junge realisierte langsam, dass seine Mutter bald sterben würde. Der Gedanke daran brachte ihn zum Weinen. Doch es gab einen Teil in ihm, der nicht aufgeben und tatenlos zusehen wollte. Er verdrängte die Traurigkeit und entwickelte einen unglaublichen Plan. Entschlossen, diese Weihnachten für seine Mutter unvergesslich zu machen, setzte sich Keenan am nächsten Tag in der Schule in eine Ecke der Cafeteria und begann zu schreiben. Nach vielem Durchstreichen, Neuschreiben und Korrigieren, war er zufrieden mit dem, was er geschrieben hatte. Nun kam der zweite Teil seines Plans. Er musste den Zettel einer Person überreichen, die ihm in dieser aussichtslosen Situation helfen konnte. Ihm kam sofort jemand in den Kopf. Nach der Schule ging Keenan, anders als sonst, nicht direkt nach Hause. Stattdessen kaufte er sich mit seinem letzten Kleingeld ein Busticket in die Stadt. Er hatte sich das Geld extra aufgespart. Geld, das eigentlich für den Kauf von Essen in der Pause vorgesehen war. Mit leerem Magen, aber einer umso größeren Entschlossenheit stieg er in Washington D.C. aus dem Bus und machte sich auf den Weg. Er setzte alles daran, dass sein Plan aufgehen würde. Es war seine letzte Hoffnung. Ab diesem Moment sollte die Geschichte erst richtig interessant werden. Der Junge näherte sich einer Person namens Andrew Stiles. Andrew Stiles war 3 Jahre zuvor den US Marines beigetreten und war derzeit in Washington D.C. stationiert. Als Keenan vor einigen Wochen in der Stadt war, war ihm der Soldat aufgefallen. Der Junge kam auf ihn zu und überreichte ihm den Zettel. Das Kind hatte etwas Besonderes an sich, das Andrew bereits spürte, noch bevor er den Zettel öffnete. Als er den Zettel schließlich entfaltete und las, schluckte er schwer und musste seine Tränen zurückhalten. Dieses Kind brauchte dringend Hilfe. Und genau diese wollte der Soldat ihm umgehend geben. Andrew holte sein Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer. Unbemerkt von Keenan begann der Plan des Kindes ins Rollen zu kommen. Als Keenan am nächsten Tag aus der Schule kam, warteten 3 Marinesoldaten in voller Uniform auf ihn. Sie begrüßten ihn, als wäre er einer von ihnen. Der Junge war zunächst verwirrt. Sein Plan hatte tatsächlich funktioniert. Anschließend berichtete er von seiner aussichtslosen Situation und dass er seiner Mutter das beste Weihnachten aller Zeiten schenken möchte. Die Soldaten lächelten voller Mitgefühl. Nun, Soldat, du bist einer von uns. Wir werden dir bei deinem Vorhaben beistehen, sagte Andrew und begann mit dem Jungen einen Plan zu besprechen. Keenan begann die Tage bis Weihnachten zu zählen. Er wusste, dass etwas Besonderes bevorstand. Er mochte die Marinesoldaten, die er kennengelernt hatte, und er wusste, dass sie sich alle Mühe geben würden. Jetzt galt es nur noch, das Geheimnis vor seiner Mutter zu bewahren.
Am ersten Weihnachtstag half Keenan seiner Mutter aus dem Bett, bereitete ihr ein Bad und ermutigte sie. Dann führte er sie in die Küche und setzte sich mit ihr an den Tisch. »Was hast du vor, Keenan?« fragte sie mit einem Augenzwinkern. »Du führst etwas im Schilde. Ich kann es sehen.« In diesem Moment klopfte es an der Tür. »Bleib sitzen, Mama. Ich gehe schon«, sagte Keenan. Er sprang auf und eilte zur Tür. Dort standen 9 Marinesoldaten. Jeder von ihnen mit einem besonderen Beitrag für das Fest unter dem Arm. Ein Truthahn, ein Schinken, Gemüse und Nachtisch. Sogar ein Weihnachtsbaum und einige Geschenke. »Wo sollen die hin, Kamerad?« fragte Andrew mit einem Lächeln. Keenan strahlte vor Freude und wies ihnen den Weg. In der Küche präsentierte sich Andrew. »Sergeant Andrew Styles vom US Marine Corps, zu Ihren Diensten, Madame. Setzen Sie sich und wir servieren Ihnen das Mittagessen.« Tränen liefen über Jennifers Wangen. Sie streckte die Hand aus und nahm Keenan in die Arme. »Hast du das getan?« Keenan lächelte, und Jennifer erkannte, was für ein besonderer Junge er war. Gemeinsam mit den Marinesoldaten erlebten sie das schönste Weihnachten ihres Lebens. 8 Monate später verstarb Keenans Mutter. Der Junge hatte die wichtigste Person in seinem Leben verloren und war plötzlich auf sich allein gestellt. Doch das Schicksal nahm eine unerwartete Wendung. Sergeant Andrew, der Keenan tief ins Herz geschlossen hatte, erklärte sich bereit, ihn zu adoptieren. Damit erfüllte er Keenan einen Lebenstraum. Er hatte sich immer einen Vater gewünscht, der ihn liebt und für ihn da ist. Doch er hatte im Gegenzug die wichtigste Person in seinem Leben gehen lassen müssen. Seine Mutter. Aber Keenan war sich sicher, dass sie stolz auf ihn war. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Hund wartete jeden Tag auf seine Familie. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.